Zum Aufruf kommt die Sache Daniel Winter, welcher wegen Mordes angeklagt ist. Herr Winter, die Anklage ist Ihnen bekannt? Sie müssen zu dieser Sache nicht aussagen, um sich selbst zu belasten. Möchten Sie sich dennoch zu Ihrer Verteidigung äußern? Ich weiß nicht. Können Sie das weiter begründen? Der Polizeibericht besagt, Sie hätten die Flucht ergriffen. Ich wollte nicht verdächtig wirken. Wirklich. Es war nur ich. Sie hatten Angst. Wovor? Angst wovor? Vor der Zukunft. Daniel? 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 Sind Sie sicher, dass alles okay ist? Ja, Entschuldigung. Ich war nur in Gedanken. Schon gut. Daniel, der Unfall, der ist jetzt mehr als 2 Jahre her. Haben Sie aktuell etwas, was Sie erreichen möchten? Ein neues Ziel? Ich arbeite jeden Tag daran, mit mir selber klarzukommen. Glauben Sie, das ist Arbeit genug. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber Sie wollten doch Richter werden, oder? Angst vor der Zukunft also. Ihnen war somit bewusst, dass Sie einen Menschen umbringen und dafür lebenslang ins Gefängnis kommen würden? Nein, ich wollte ihn nicht umbringen. Es war der Autofahrer. Der Autofahrer? Das ist eine schwere Anschuldigung. Sie haben aber keine Beweise. Nein, aber Sie müssen mir glauben. Warum würde ich sowas tun wollen? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Guten Tag, Herr Winter. Um direkt in das 5. Semester einsteigen zu können, müssten Sie eine umfangreiche Klausur über die Inhalte des Studiums bestehen. Die Universität steht in Kontakt mit Vorlesekräften, falls Sie dabei Hilfe benötigen sollten. Im Anhang finden Sie die entsprechenden Dokumente. Erwartungshorizont Klausurinhalte wurde geöffnet. Zivilrecht, öffentliches Recht und Strafrecht. Das Zivilrecht, unterteilt in Schuldrecht, Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Zivilprozessrecht, Trennungsprinzip und Abstraktionsprinzip. Besitz, unterteilt in Alleinbesitz, berechtigter Besitz, unberechtigter Besitz, fehlerhafter Besitz, unmittelbarer Besitz, mittelbarer Besitz. Schuldrecht. Dann kann ich Ihnen leider nicht helfen. Das Opfer ist tot und alle Beweise deuten auf Sie. Nein, bitte, Sie müssen mir glauben. Dafür müssen Sie mir Beweise liefern. Das kann ich nicht. Dann kann ich Ihnen leider nicht glauben. Ihr Wort steht gegen das Ergebnis der Polizei und Sie haben keine Zeugen. Nein, Es tut mir leid. Ich kann nichts für Sie tun. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Bitte nicht. Der Angeklagte wird gemäß § 211 Absatz 1 des Strafgesetzbuches zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und jetzt wollen Sie aufgeben? Sie haben die Inhalte seit Jahren nicht behandelt. Es ist vollkommen normal, dass man nicht von heute auf morgen alles nachholen kann.
Wenn Sie sich jetzt ganz spontan aus dem Bauch heraus entscheiden müssten, was würden Sie machen? Ich weiß nicht. Ich meine, wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie wüssten, dass all Ihre Arbeit zuvor umsonst gewesen sind? Es ist einfach zu viel. Sie dürfen nicht so streng mit sich sein. Die Jahre sind nicht umsonst gewesen und Sie werden alles nachholen können. Sie müssen sich nur mehr Zeit geben. Ich sollte lieber gehen. Danke für Ihre Worte, aber vielleicht bin ich da noch nicht. Daniel, bitte denken Sie noch mal darüber nach. Es ist wirklich eine große Chance. Und selbst wenn Sie die Inhalte letztendlich nicht bis zum Klausurtermin aufarbeiten können, dann versuchen Sie es halt nächstes Jahr. Bis nächste Woche. Hallo? Guten Morgen, Daniel. Ich hoffe, ich störe nicht. Moin, nee, alles gut. Es tut mir leid, dass das so spontan kommt, aber die Sitzung muss heute leider abgesagt werden. Jemand hat letzte Nacht mein Auto aufgebrochen und jetzt muss ich zur Polizei. Ernsthaft? Wurde was gestohlen? Bisher vermisse ich nichts, aber die Scheibe ist hin. Es tut mir leid, dann viel Glück und bis nächste Woche. Danke, bis dann. Paragraph 25 Täterschaft 1. Als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen anderen begeht. 2. Begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder... Ich habe ein Recht auf die Unschuldsvermutung. Ich erkläre die Hauptverhandlung für geschlossen. Wer sind Sie? Sie haben nicht das Recht, hier einfach reinzukommen. Du weißt genau, wer ich bin. Ich bin du. Und der. Und euer Opfer. Die Hauptverhandlung ist geschlossen. Verlassen Sie den Saal. Es gibt aber kein Opfer mehr. Ich bin auferstanden. Das Urteil hat keine Gültigkeit. Hallo, Daniel. Hallo. Wie geht's? Meine Bewerbung wurde angenommen und der Klausurtermin ist nächste Woche. Herzlichen Glückwunsch, das ist ein großer Erfolg. Jetzt muss ich nur noch bestehen. Das werden Sie mit Sicherheit. Der Angeklagte wird freigesprochen. Hiermit erkläre ich die Hauptverhandlung für geschlossen.